Wie kannst du deinen Ackerboden vor extremer Trockenheit schützen? Und ich meine jetzt nicht, indem du einen Rainstar kaufst und Boden schlägst, sondern ich meine, indem du das Maximum aus dem Boden rausholst. Das bedeutet auf der einen Seite, die Aufnahmefähigkeit von Extremregenereignissen zu erhöhen, das Wasser also in kurzer Zeit aufzunehmen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dann das Wasser auch maximal zu speichern. Und das ist relativ einfach, nämlich einerseits muss man schauen, dass man die Verschlemmung reduziert, das heißt, dass der schnell auftretende Regen den Boden nicht verschlemmt, und andererseits muss man versuchen, die Makroporen, also die großen Poren und die Aggregate im Boden stabil zu halten. Und beides lässt sich durch lebenden Bewuchs, durch Zwischenfrüchte maximal erhöhen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns in Mitteleuropa damit konfrontiert, dass die Niederschlagssummen sich vielleicht nicht so extrem verändern, aber dass die Zeiten, in denen es Niederschläge gibt, sehr, sehr intensiv sind und dann wieder lange Zeiten sind, wo es weniger regnet. Das lässt sich durch meteorologische Veränderungen im Jetstream und was auch immer erklären. Es ist aber so, das lässt sich nachweisen, dass wir einfach extremere Wetterverhältnisse haben. Das bedeutet aber auch, dass unsere Ackerböden natürlich stärker unter dieser extremen Trockenheit leiden. Und wir müssen uns überlegen, was können wir tun, damit wir diesen Ackerboden jetzt schützen vor der Trockenheit. Und ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt anfangen, einen Rainstar zu kaufen und Brunnen zu graben. Das geht einfach oft nicht, rechnet sich einfach aber auch oft nicht. Sondern ich meine, wie können wir versuchen, mit den bestehenden Werkzeugen den Boden zu optimieren, dass er das Wasser, wenn es kommt, diese extremen Niederschläge, wenn es kommt, auch bestmöglich nutzen kann. Und das ist eigentlich ganz einfach und lässt sich auf physikalische Art und Weise auch ganz klar und deutlich erklären. Es gibt da zwei Parameter, die entscheidend sind. Das eine ist das Infiltrationspotenzial des Bodens. Das bedeutet, wie viel Regen, wie viel Niederschlag pro Stunde kann der Boden aufnehmen, wie viel nimmt er auf und wann kommt es zu einem Runoff, also wann wird das Wasser nicht mehr aufgenommen und fließt an der Oberfläche weg. Das bedeutet natürlich dann Erosion, das bedeutet nicht nur Verlust von Wasser, sondern natürlich auch Verlust von Feinteilen. Und diese Feinteile, diese Tonteilchen, diese Tonkomplexe, die sind auch die Träger unserer Nährstoffe. Das ist ja auch unser Potenzial an Nährstoffen. Das heißt, es schwimmt uns nicht nur der Boden weg, sondern Geld in Form von Nährstoffen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auf der einen Seite dieses Infiltrationspotenzial, diese Aufnahmefähigkeit maximieren und auf der anderen Seite dann natürlich auch schauen, dass das Wasser, das in den Boden eindringt, dass wir hier maximal viel speichern können und so wenig wie möglich nach unten versickert. Wenn wir diese zwei Parameter in die Höhe bringen können, durch die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, und ich zeige dir, dass wir das können, dann schaffen wir es natürlich auch, unsere Böden besser durch diese extreme Trockenheit zu bringen. Denn wir nutzen ganz einfach die starken Niederschlagsereignisse besser und können natürlich länger Trockenheit durchtauchen. Was ist jetzt das Problem bei so einem Extremregenereignis? Es kommt eine gewisse Menge an Litern pro Quadratmeter oder Millimeter in einer Stunde als Regen. Und dann gibt es zwei Faktoren, die entscheiden, ob es zu einem Runoff kommt, ob das Wasser an der Oberfläche stehen bleibt bzw. abrinnt und zur Erosion kommt. Und zwar ist das einerseits eben das Infiltrationspotenzial. Das heißt, wie viel Millimeter pro Stunde kann der Boden aufnehmen? Und auf der anderen Seite sind es die kleine Mikrodepressionen, sagt man da. Das heißt, kleine Unebenheiten im Boden, wo sich das Wasser mal sammeln kann. Das heißt, das regnet, das Wasser in den kleinen Unebenheiten steigt an, gleichzeitig kommt es zu dieser Versickerung, oder eigentlich nicht Versickerung, sondern zu dieser Infiltration im Boden an der Oberfläche. Und wenn das in einem Gleichgewicht ist, also wenn die Millimeter pro Stunde, die von oben kommen, kleiner sind als das Infiltrationspotenzial bzw. die Möglichkeiten, die diese Miniseen am Acker bieten, dann haben wir keinen Runoff, dann haben wir keine Erosion. Wenn es aber höher ist, dann kommt es zur Erosion, dann kommt es zu Wasserverlusten und vor allem auch zu Nährstoffverlusten. Was können wir jetzt beeinflussen? Eigentlich können wir nur beeinflussen diesen Punkt an der Oberfläche, diese Infiltration. Das heißt, wie viel Millimeter pro Stunde vom Boden aufgenommen werden können. Wir können nicht beeinflussen, wie der Boden, die Bodenoberfläche jetzt gestaltet ist, ob da jetzt da Miniseen sind. Ja, es geht ja um diese Mini-Oberflächen. Und wir können auch nicht beeinflussen, wie viel Millimeter pro Stunde von oben kommen. Das heißt, wir können eigentlich nur uns mit dieser Infiltration beschäftigen. Und da haben wir ein großes Problem, dass die Infiltration ganz schnell kollabieren lässt. Das ist die Verschlemmung. Ja? Das heißt, der Boden macht bei einem extremen Niederschlagsereignis schnell zu. Die Oberfläche, die eigentlich bereit ist und die Poren hält,
die schließt sich und wird sozusagen so wie zu einer Dichtfläche. Unten wäre eigentlich Potenzial, das Wasser aufzunehmen, aber das Wasser kommt aufgrund dieser Verschlemmung nicht durch. Das ist ein typisches Phänomen, das auftritt bei schluffigen Böden, bei lehmigen Böden, wo also auch Feinteile dabei sind. Das ist bei sandigen Böden wohl eher nicht so das Problem. Aber gerade bei den fruchtbaren, hochpotentiellen Böden ist Verschlemmung ein großes Problem. Was passiert bei der Verschlemmung? Wir haben an der Oberfläche, an dieser Bodenoberfläche ja grundsätzlich auch unsere Aggregate. Das heißt Ton-Humus-Komplexe, das heißt ein Zusammenspiel aus Ton mit den Calciumbrücken und eben eine fein strukturierte Oberfläche mit Luft, mit Öffnungen. Der Boden will ja atmen. Wir haben ja auch Lebewesen, die an die Oberfläche kommen und wieder zurück. Der Boden braucht der Luft. Das heißt, es gibt diese Poren und diese Öffnungen. Und es kann ein Boden ein hohes Potenzial haben, grundsätzlich an Aufnahmefähigkeit. Das Problem ist aber, wenn jetzt diese Regentropfen ungebremst von oben nach unten, also vom Himmel auf den Boden auftreffen, dann haben die eine sehr, sehr hohe kinetische Energie aufgrund der Höhe, auf der sie runterfallen. Nein, ist ein bisschen zu weit gegriffen. Die haben einfach eine hohe kinetische Energie, logisch. Ja? Der dicke, fette Regentropfen trifft auf, wird dann natürlich abgebremst an der Bodenoberfläche und durch dieses Abbremsen zerstören sich diese Aggregate. Die Aggregate zerfallen und zerfallen in Kleinteile, die Schluffteilchen, die Tonteilchen zerrinnen und schließen die großen Poren, die eigentlich dazu da sind, das Wasser in den Boden zu lassen. Das ist Verschlemmung. Ja? Das heißt, wir haben das Problem, dass der Regen eigentlich den Boden selbst zumacht. Und es kann schnell mal sein, dass das ein Aufnahmepotenzial des Bodens von 50 Millimeter in der Stunde sind, die der grundsätzlich hätte, aber aufgrund dieser Verschlemmung, und das bedeutet aufgrund der aggressiven Regentropfen, führt das dazu, dass der Boden innerhalb von kürzester Zeit um ein Vielfaches weniger Potenzial hat, an Liter pro Stunde aufzunehmen. Man spricht also da von so einer Splash-Erosion und es bildet sich dann diese feine Kruste. Was können wir dagegen tun? Wir können was dagegen tun. Wir müssen schauen, dass wir diese Regentropfen, die da vom Himmel kommen, abbremsen, bevor sie auf den Boden kommen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben einen Mulch, ein organisches Material an der Oberfläche, die da ganz einfach zu einer Abbremsung führen. Das heißt, die Tropfen werden abgebremst oder sogar zerstreut und zu einem feinen Nebel. Erste Möglichkeit. Oder wir haben lebende Pflanzen mit ihren Blättern, die das Gleiche tun. Das heißt, am Ende können wir immer dann, wenn wir einen Bewuchs haben, im besten Fall sogar einen lebenden Bewuchs, dieses Niederschlagsereignis abbremsen und reduzieren damit ganz, ganz signifikant diese Verschlemmung und bleiben bei einem hohen Infiltrationspotenzial, bleiben also bei einem hohen Potenzial der Aufnahme von Niederschlagsereignissen in kurzer Zeit. So, jetzt haben wir es also geschafft, wenn wir also den Boden bedeckt halten, wenn wir den Boden belebt halten, wenn wir also zum Beispiel in der Zeit, wo sonst nichts drin wächst, intensiven Zwischenfruchtanbau haben, also Bedeckungsgrade von über 60, 70, 80% haben, dann schaffen wir es einmal, diese Oberfläche offen zu halten, die Poren offen zu halten. Dann müssen wir eigentlich nur mehr schauen, dass wir auch das Wasser, das in den Boden hineinkommt, dort auch maximal gespeichert werden kann. Zwischenfrüchte so individuell wie dein Betrieb, das gibt's bei unserem Yours to Grow Programm. Wir entwickeln deine maßgeschneiderte Zwischenfrucht, artenreich, vielfältig und perfekt für dich abgestimmt. Das Ganze gibt's auf 25 Hektar. Klick jetzt auf den Link und erfahre mehr. Das heißt, es geht um eine Bodenstruktur, die stabil ist. Da gibt es auch zwei Risiken, die gerade bei Starkregenereignissen auftreten. Das heißt, ein trockener Boden wird schlagartig nass gemacht von oben. Man nennt das auf Englisch Slacking. Das eine ist, wenn diese Regenereignisse kommen und in den Boden eindringen, dann kommen die in diese Makroporen, in diese großen Poren, dringen da ein. Und da gibt es natürlich durch dieses Wasser Kapillarwirkung. Das Wasser zieht in diese Poren hinein. Da ist aber vorher eigentlich Luft drinnen gewesen. Und durch die Kombination aus Wasser und Kapillarwirkung entsteht ein Druck in diesen Poren. Das heißt, ein hoher Druck entsteht, ein Luftdruck, die Luft da drinnen wird komprimiert und irgendwann sind diese Poren oder diese Aggregate nicht mehr standhaft genug und der Druck, der durch das Wasser selbst entsteht, führt dazu, dass die Aggregate gesprengt werden und zusammenfallen. Das heißt, diese Makroaggregate, die wir da drinnen haben, die haben nicht genügend Kraft, sich gegen dieses schnelle Druckaufbau, der durch die Kapillarwirkung des Wassers im Boden entsteht, zu wehren und zerfallen. Die Konsequenz ist, die großen Poren, die eigentlich viel Potenzial haben, das Wasser zu speichern,
fallen zusammen. Es kommt also zu Reduktion von diesen Poren, die viel Wasser speichern können, und wir verlieren an Wasserspeicherfähigkeit. Und umgekehrt gesagt bedeutet es, wenn wir es schaffen, diese Poren stabil zu halten und wenn wir es schaffen, mehr von diesen großen Poren zu kreieren, dann haben wir eine höhere Wasserspeicherfähigkeit. Zweites Risiko, gerade bei ganz, ganz schweren, tonigen Böden, ist das Aufquellen bei Starkregenereignissen. Das heißt, das Wasser tritt ein und wir haben ja bei einem schweren Boden mit vielen hohen Tongehalt das Problem, dass das Calcium und das Magnesium, dass diese Tonteilchen zusammenhält, dass die sehr stark wasserquellend sind. Das heißt, wenn da Wasser hinkommt, drückt es diese Tonblättchen auseinander, und jeder, der so einen schweren Boden hat, kennt das. Es kommt zu Rissbildungen, wenn es trocken ist und wenn es nass ist, der Boden bewegt sich. Und das Ganze passiert natürlich auf mikroskopischer Ebene genauso, und genauso zerstören sich da ganz leicht auch diese Aggregate, und auch hier kommt es zu einem Verlust von Makroporen. Übrigens, wer ein Fan der Frostgarre ist, genau das Gleiche passiert bei der Frostgarre. Diese Struktur wird eigentlich zerstört und das ist nicht cool. Wir reduzieren uns eigentlich das Potenzial, Wasser aufzunehmen. Aber das nur am Rande. Also wir haben also zwei Probleme, die auftreten können, und wir haben die ganz klare Konsequenz daraus, wie können wir diese Wasserspeicherfähigkeit im Boden erhöhen, maximieren, indem wir diese Makroporenanzahl erhöhen, erstens, und vor allem, indem wir diese auch stabil halten. Und da gibt's Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast, sofort umsetzen kannst, nämlich wir müssen schauen, dass wir einen biologischen Kit schaffen, dass wir also diese Makroporen stabil halten, dass sie diesem Druck standhalten auf der einen Seite und dass sie aber auch diesen Schwellungen im schweren Boden standhalten. Und das ist ganz einfach, indem wir den lebenden Bewuchs maximieren. Warum? Erstens haben wir da natürlich Wurzelexudate, Wurzelausscheidungen, die Kohlenstoffverbindungen sind, Zuckerverbindungen sind, Säuren, Fette, die dazu führen, dass rund um die Wurzeln eine stabile Struktur ist, dass das zusammengeklebt wird. Wir haben natürlich die Biologie, das Mikrobiom mit seinen Ausscheidungen, mit den Enzymen, mit all dem Schleim, den diese Biologie schafft, der diese Struktur zusammenklebt, und wir haben die Hyphen der Pilze, insbesondere der Mykorrhiza-Pilze, die ein riesengroßes Mini-Netzwerk schaffen und die Struktur stabil halten. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir also lebenden Bewuchs, damit wir diese Aggregate stabil halten und diese Makroporen oder Bioporen stabil halten. Wir können natürlich auch maximal den Regenwurm fördern, weil diese Regenwurmgänge genau den gleichen Zweck erfüllen und eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit produzieren. Auch hier gilt, Regenwurm fördern bedeutet Bodenbearbeitung reduzieren und durchgehenden Bewuchs, auch den Regenwurm zu füttern mit einem Mulchmaterial. Und natürlich mit einer diversen Wurzelarchitektur können wir es schaffen, auch hier die Makroporen stabil zu halten und die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen. Insbesondere diese Feinwurzler, seien das jetzt Gräser, das kann aber auch eine Phacelia sein, das kann der Lein sein in der Zwischenfrucht, die haben ein unfassbares Potenzial in der obersten Schicht, diese Bioporen zu maximieren und die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen. Aber auch die Pfahlwurzler, der Kreuzblütler und die Leguminosen schaffen da ganz Wichtiges. Und da gibt es eine relativ junge, interessante Studie aus Deutschland, die das auch nachgewiesen hat, die sich angesehen hat, okay, wie verändert sich diese Aggregatstabilität in Zwischenfrüchten, und zwar innerhalb der verschiedenen Zwischenfruchtarten. Und das Ergebnis war, dass die diverse Mischung, eine hochdiverse Mischung, am besten abgeschnitten hat. Was schaut man sich da an? Man vergleicht diese Parzellen, indem man den Boden rausnimmt und den dann nass macht und dann durchsiebt und schaut, wie groß ist der durchschnittliche Durchmesser der Aggregate. Das heißt, wie stabil sind diese Aggregate, und je größer die Aggregate sind, desto größer sind natürlich auch diese Poren und desto größer ist dann der Rückschluss, und das zeigt sich auch in der Praxis, ist die Wasserspeicherfähigkeit. Und gewonnen hat in diesem Versuch eine hochdiverse Mischung mit 16% höherem durchschnittlichen Durchmesser der Aggregate, also den größten Aggregaten im Vergleich zur Schwarzbrache, aber auch gegenüber den Einzelkomponenten hat diese Mischung am besten abgeschlossen. Und das ganz, ganz Interessante ist, dass dieser Effekt natürlich einmal geschaffen wird durch diverse Zwischenfruchtbestände. Das heißt, so können wir diese Bioporen schaffen, aber das gibt auch diesen sogenannten Legacy-Effekt. Das heißt, dieser Effekt bleibt auch, wenn die Zwischenfrucht schon abgestorben ist. Da gibt es auch eine Studie aus den USA, die sich das angesehen hat und die zu hochinteressanten Ergebnissen geführt hat. Man hat eine Zwischenfrucht etabliert, die hat man dann umgebrochen und Mais angebaut, und im Juli, also 4 Monate später, hat man sich diese Bodenstruktur und die Wasseraufnahmefähigkeiten angeschaut, und das Ergebnis ist erstaunlich. Wir haben einerseits einmal im Maisbestand nach der Zwischenfrucht eine doppelt so hohe
Versickerungsfähigkeit. Das heißt, man hat sich einen saturierten, einen gesättigten Boden angesehen und hat geschaut, wie viel Wasser versickert da, wie viel Wasser geht also hinein und schwimmt nicht an der Oberfläche weg, führt also nicht zu diesem Runoff. Und das war das Doppelte in dem Bestand, in dem Maisbestand nach der Zwischenfrucht gegenüber dem Maisbestand, der ohne Zwischenfrucht war. Das heißt, das Potenzial, das Wasser aufzunehmen und, weil der Boden schon gesättigt war, versickern zu lassen, war doppelt so hoch. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, auch die Wasserspeicherfähigkeit in einem gesättigten Boden war um 64% höher im Bestand nach der Zwischenfrucht wie im Bestand nach der Schwarzbarre. Das heißt, der Boden nach der Zwischenfrucht 4 Monate später konnte um 64% mehr Wasser speichern als der ohne Zwischenfrucht. Wir haben also mit diesem Werkzeug der Zwischenfrucht, insbesondere mit diesen diversen abgestimmten, intelligenten Mischungen, die Möglichkeit, unser Infiltrationspotenzial zu erhöhen, indem wir Verschlemmung verhindern und auf der anderen Seite aber auch noch die Speicherfähigkeit sehr, sehr stark erhöhen. Und so können wir den Ackerboden, ohne dass wir uns einen Rainstar kaufen, vor extremer Trockenheit schützen und die Regenereignisse maximal nutzen. Also ich hoffe, dass du aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.